Ein Punkt noch, bevor wir dann zu den Qualitätsindikatoren kommen, wäre das Thema Frontseite. Hier ist ein QR-Code aufgebraucht. Was hat es denn damit auf sich? Genau, QR-Code, wichtig. Ich habe ja immer das Thema, ich habe vor Ort irgendwas montiert, dann werden hier die Daten gemessen, die Daten werden übertragen. Und woher weiß ich jetzt die Zuordnung zwischen, wo ist es montiert und den Daten, die ich oben bekomme? Und da haben wir uns ein System überlegt, jedes dieser Module hat einen QR-Code, hat eigentlich eine eindeutige Nummer. Wir sagen dazu Device EUI, das ist eine weltweit einzigartige Nummer, über die wir jedes Modul identifizieren können. Also der Fingerabdruck jedes Gerätes, ist genau verdigitalisiert, einfach scannbar mit jeder Kamera-App. Mit jeder Kamera-App, ja. Genau. Und über die Daten, die dieses Modul misst, werden in der Übertragung genau dieser DEF-EUI zugeordnet. Je nachdem, was man für ein Übertragungsprotokoll dort verwendet, aber beispielsweise im JSON-Format ist dann der DEF-EUI der Schlüssel, der übergeordnete Schlüssel für die darunterliegende Leistung, Blindleistung, Cosinus 4 und so weiter, die von diesem Modul gemessen werden. Und wie schaffe ich jetzt die Zuordnung? Ich schaffe die Zuordnung jetzt, indem ich eben den QR-Code, die DEF-EUI zu der Abgangsbezeichnung irgendwo notiere, oder es gibt Kunden von uns, die haben eine App geschrieben, die das dann automatisch scannt, OCR macht und dann den DEF-EUI matcht, und dann hat man nachher eine CSV-Tabelle beispielsweise, in dem diese Zuordnung zwischen der Datenquelle, der DEF-EUI, und dem Montageort eindeutig festgehalten ist, und so, dass man das dann im übergeordneten System dann auch importieren kann und eine saubere Zuordnung, eine verwechslungsfreie Zuordnung hat. Warum kommt es zu Verwechslung? Ich kann natürlich hier unten die Modulreihenfolge beliebig verdrahten, das Daisy Chain. Ich kann eins nach dem anderen machen, kann eine Lücke machen und später gegebenenfalls wieder was einfüllen. Und wenn ich dann was einfülle, dann ist die Verdrahtungsreihenfolge natürlich dann geändert. Und wenn ich die Datenzuordnung nach der Reihenfolge machen würde, dann hätte ich jetzt eine Verwürfelung der Daten. Aber dadurch, dass die Daten eindeutig mit dem Modul verhaftet sind, spielt die Verdrahtungsreihenfolge keine Rolle, und dann auch bei Erweiterungen oder Umverdrahtung oder sonst irgendwas bleibt die Zuordnung gleich und ich habe keine Verwechslung. Und natürlich grundsätzlich mal eine einfache Integration ins übergeordnete System durch diese Technologie. Erleichtert natürlich enorm die Inbetriebnahme und die Datenweitergabe und sichert eben auch die einwandfreie Zuordnung entsprechend ab. Im Übrigen, weil die DEF-EUI, was ganz wichtig ist für die Zuordnung, kann ich die natürlich hier auch über das Tablet auslesen. Über die USB-Schnittstelle kriege ich die ganze Liste aller angeschlossenen Module mit ihrer entsprechenden DEF-EUI, sodass ich dann da auch diese Informationen verfügbar habe. Super. Super durchdachtes System. Wir schließen den Punkt eben mit den gezeigten LEDs, Diagnosefunktion und dem QR-Code auf der Vorderseite, würden jetzt nochmal in den ganz spannenden Punkt Auswertung, KI-Analyse dieser Qualitätsfaktoren springen.